Hey, ich bin Saholy und ich freue mich mit dir, jetzt Yoga zu praktizieren. Es wird eine Hatha-Stunde verbunden mit deiner Atmung. Wir fließen auch durch die verschiedenen Bewegungen, Asanas. Und du kommst auf der einen Seite in deine Kräftigung und deine Stärke zu der Sonnenseite, zur Vitalität, aber genauso auch zu der Mondseite, dem sanfteren, der Dehnung und dem Loslassen. Und die beiden bringen wir heute in Balance. Und freue dich einfach auf Zeit für dich, auf deiner Matte, ganz mit deiner Atmung bei dir zu sein. Und wir beginnen in der Kindeshaltung, in der weiter geöffneten, dass deine Knie ungefähr so breit geöffnet sind wie deine Matte. Die Fußspitzen können sich hinten berühren. Und dann sink hier tief für 5 tiefe Atemzüge. Gib die Stirn auf der Matte ab. Energie bis in deine Fingerspitzen. Und der Bauch breitet sich aus in der Einatmung und zieht sich wieder zurück mit der Ausatmung. Und jede Einatmung sind die Länge in dir, sind jede kleine Ecke, Rundung in deinem Körper. Und mit der Ausatmung sinkt tiefer Richtung Matte. Und dann kommt mit der Einatmung langsam nach oben gerollt. Lass die Augen geschlossen, die Hände vom Herzen zusammen. Und hier ist Zeit für eine Intention für dich. Ein Wort oder ein Satz. Was ist dir genau jetzt wichtig? Was tut dir gut? Und atme das tief ein und aus. Löse hier. Hände gerne auf deinen Knien ablegen und dann komm zu kleinen Kreisen für deinen Nacken, für deinen Hals. Mit der Ein- und Ausatmung. Und dann wechseln wir die Richtung. Und dann für Stille bring das Kinn nochmal zu deiner Brust. Und atme tief ein und aus. Und vielleicht hörst du auch dieses Bohren, diese Bauarbeiten hier in der Nähe. Und wir nehmen die einfach ganz bewusst mit ein. Vielleicht kann das auch eine Bauarbeiten, Arbeiten in uns selbst sein. Wiederherstellen, heilen. Und dann komm auf deine 4 Punkte, dein Vierfüßlerstand, Hände, Knie. Und beginn auch hier erstmal mit den Kreisen und Wärme reinzubringen in deine Gelenke. So groß oder so klein, dass sich für dich gut anfühlt. Vielleicht willst du den ganzen Körper mitnehmen. Mal die Richtung wechseln. Und dann find dich in der Mitte ein. Für Katze, Kuh, atme ein und aus. Dein Atem leitet die Bewegung ein. So lange wie du einatmest, bis du ganz oben oder ausatmen, ganz klein zusammengekommen bist. Einatmen zurück in neutrale Haltung und atmen hier aus. Im nächsten Einatmen die linke Hand und den rechten Fuß ausgestreckt nach vorne und hinten. Mit der nächsten Einatmung zieh die Beine nach vorne. Ausatmen, komm klein zusammen zu dir.
Einatmen macht dich lang. Aus und ein. Nochmal genauso. Und dann bleib hier in der Länge. Der Nacken ist lang. Du spürst dich bis in die Fingerspitzen, bis in deine Fußsohle. Einmal durchwackeln und dann die Stille finden. Ausatmen, die linke Hand zum Boden bringen. Und ein, aus, Fuß überkreuzen zum Boden bringen. Und schau über deine linke Schulter zu deinem Fuß. Du atmest weiter in die lange Flanke ein und aus. Einatmen mit dem Bein zurück und ausatmen nochmal Knie und Nase zusammenbringen. Einatmen zurück in neutrale Position und fließ nochmal durch deine Katze und bleib ganz bei deiner Atmung. Neutrale Stellung. Dann wechsel die Seite mit rechten Arm vor, das linke Bein nach hinten und dann kommt einatmen hoch in die Länge und ausatmen zusammen. Ein und aus. Und spür mal hinein, das ist vielleicht gleich, es fühlt sich anders an dieser Seite. Ganz ohne Bewertung. Dann bring die rechte Hand zum Boden. Ausatmen, linken Fuß überkreuzen und schau über deine rechte Schulter zum Fuß. Und komm auch hier wieder zu tiefen Atemzügen. Lang in deine Flanke hinein. Bis wohin kannst du deinen Atem führen? Wo kannst du deine Atmung überall spüren? Und komm einatmen wieder zurück in deine Länge. Ausatmen zusammen. Und für die andere Seite, dass wir hier nochmal gleich kommen, streck dich nochmal lang, Arm und Bein. Tiefe Atemzüge. Und aus. Dann setz deine Fußspitzen auf, atme ein und schieb dich ausatmend in den ersten herabschauenden Hund. Gerne hier nochmal auslaufen, du kannst auch die Hüfte mit bewegen, mal links und rechts unter der Schulter durchschauen. Und dann find hier Stille. Gefühlt drückst du dich aus deiner Handfläche raus und in deine Fersen hinein. Es ist auch nicht schlimm, wenn wir nicht am Boden ankommen. Du darfst auch gerne die Beine hier beugen. Und für klärende Atemzüge atme tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Noch zweimal genauso. Und schau nach vorne zu deiner Matte. Atme ein, mach die kleinen Schritte nach vorne. In den langen Rücken und aus tief in deine Vorbeuge. Auch hier bestimmt selber, ob du die Knie beugst oder durchstreckst. Mal darauf hören, was sich besser anfühlt. Atem fließt weiter. Und mit der nächsten Einatmung rollst du dich langsam nach oben. Der Kopf kommt als letztes nach oben.
Dann roll deine Schultern ein paar Mal nach hinten. Und komm zum Anfang deiner Matte. Füße geerdet, aufrichten und dann atmen wir ein. Und mit der Ausatmung sinken wir tief. Einatmen rechts und links den Schritt nach hinten machen in deine Stützposition. Zieh den Bauchnabel hier ein. Und bleib für 3 Atemzüge. Stärke, Kraft. Dann fließ im Ganzen oder über die Knie zum Boden. Und wir wollen eine Cobra-Variation kommen. Und dafür schieben wir die Arme erstmal weit von uns weg auf die Fingerspitzen. Und du kommst mit deiner Einatmung ein kleines Stück nach oben. Und mit der Ausatmung sinkst du tief und ziehst die Hände ein Stückchen zu dir näher, sodass die Ellenbogen sich nach außen beugen. Einatmen hoch. Und aus, wieder tief und näher ziehen. Ein und aus. Einatmen und aus. So nah, bis du die Hände unter den Schultern wieder absetzt, die Ellenbogen nah zu dir heranbringst und in deine Cobra kommt, eine kleine oder eine größere, das, was sich für dich gut anfühlt. Vielleicht willst du die Hände auch ein bisschen weiter nach vorne schieben. Und dann atmen wir tief ein zum Herzen hin. Schieb deine Hände ein bisschen nach vorne, dass einmal die Arme durchgestreckt sind, und dann komm auf deine Unterarme für die Swings. Hände und Unterarme fest am Boden, atme hier tief ein, Herz nach vorne und mit der Ausatmung schaust du über deine rechte Schulter. Einatmen vor und aus über links. Jede Seite noch einmal. Dann sink aus, atme tief, Hände unter die Schulter, atme ein in die Cobra und aus, über die Knie herabschauen, der Hund. Klärende Atmung tief durch die Nase ein und aus durch den Mund. Atme ein, lass das rechte Bein nach oben fließen, beugen, ausatmen, die Hüfte öffnen. Und bleib auch hier für 3 tiefe Atemzüge bis in die Hüfte hinein. Wohin kannst du deine Atmung senden? Einatmen, gerade setzen, das Bein strecken und aus bis zwischen deine Hände bringen. Vielleicht kommt der Fuß dann nicht direkt ankern. Hilf dir nach, dass der Fuß nach vorne wandert. Und dann komm mit der Einatmung in deine High Lunge. In deine Fingerspitzen einatmen, ausatmen, die Hände vors Herz. Tief einatmen und mit der Ausatmung in deinen Twist nach rechts. Wackeln, laut. Komm, einatmen zurück, finde die Länge und ausatmen, fließ Richtung Erde. Atme ein in deine Cobra und aus herabschauen, der Hund. Klärende Atmung tief durch die Nase ein und den Mund aus. Links
linkes Bein, atme ein, beugen und Hüfte öffnen, ausatmen. Du kannst sie unter der linken Achsel durchschauen. Einatmen, schließen und langziehen und aus dem Fuß nach vorne bringen. Einatmen in dein Heiland. Ausatmen, Hände vors Herz. Tief ein und aus in deinen Twist. Und einatmen zurück. Die Arme nochmal lang. Kraft ist in deine Fingerspitzen und aus beim Weg zum Boden. Einatmen, auftauchen. Aus, herabschauender Hund. Bleib für 3 tiefe Atemzüge durch die Nase ein und durch den Mund aus. Jedem Einatmen fühle dich mit dem, was dir gut tut, und ausatmen lass los, was du nicht mehr gebrauchen kannst. Und schau nach vorne zwischen die Fingerspitzen und wandere deinen Weg wieder nach vorne. Ein in den langen Rücken und aus tief in deine Vorbeuge. Vielleicht die Knie jetzt mehr durchgestreckt und die Nase will noch ein wenig mehr zu deinen Knien. Du kannst auch hinten an der Wade oder an deinem Gelenk halten und dich vielleicht ein bisschen näher in eine angenehme Dehnung heranziehen. Gewicht leicht nach vorne zu deinen Fußballen, der Nacken ist lang. Lösen aus. Einatmen kann kraftvoll nach oben. Hände zusammenbringen und ausatmen, Hände vors Herz. Ja, nochmal deine Intention mit einbringen und die tief ein- und ausatmen. Lösen. Und dann atmen wir ein. Aussinken tief. Kommen in die Stützposition. Halten den Atem noch, sinken tief. Und die Einatmung folgt. Aus, herabschauender Hund. Ein in dein rechtes Bein und aus, die Hüfte öffnen. Ein lang und den Fuß ausatmen, nach vorne bringen. Einatmen, kraftvoll umkommen. Aus, die Hände vors Herz. Einatmen hoch. Und ausatmen, lass die Hände tief sinken und streck dein vorderes Bein für die Dehnung. Einatmen kraftvoll in deinen Heilandschopf. Ausatmen, wir das sanfte Finden tief. Einatmen. Und aus. Noch einmal ein. Und aus tief. Bleib hier in deiner Dehnung. Atme ein, schau nach vorne. Ausatmen, mach den Schritt, langer Rücken. Ein. Und aus, tief sinken. Vollkommen loslassen. Kraftvoll ein.
Und aus, Hände fürs Herz. Lösen. Fließ nach oben ein. Aus. Stützposition. Und dein Weg ausatmen zur Erde. Atme ein, fließ in die Kobra. Und aus, herabschauender Hund. Ein mit links, aus die Hüfte öffnen. Ein lang und aus der Weg nach vorne. Kraftvoll in dein Heiland. Aus, Hände fürs Herz. Ein nochmal Kraft nach oben. Und aus, tief sinken. Das Bein kommt in die Streckung. Du sinkst mit der Nasenspitze Richtung Knie. Einatmen, beugen und den Weg nach oben nehmen, wackeln. Schau, dass hinten, dass du auf deinen Fußspitzen bleibst. Es kommt noch mehr in die Balance und die Kraft in die Mitte finden. Ausatmen wieder tief. Ein nach oben. Länge. Und ausatmen, sanft tief. Kraftvoll hoch. Ausatmen tief. Noch einmal hochkommen. Nachspüren, Muskeln spüren, deinen Körper spüren. Und ausatmen, tief sinken. Loslassen. Mit jedem Ausatmen ein bisschen mehr. Dann beug das Bein, schau nach vorne, mach den Schritt, atme ein in deinen langen Rücken. Und ausatmen, sink tief in die Vorbeuge. Und lass langsam dein Gesäß Richtung Boden sinken. Werde zu einer kleinen Kugel, kleine Arme, die Stirn, Hände und Knien ablegen. Und finde das Gesäß im Boden und über die Matte. Und dann lass dich hier langsam weiter tief sinken. Und gerne Knie zu dir heran. Den Kopf frei machen, dass er ganz angenehm am Boden liegen kann. Arme ganz leicht von dir entfernt, Handflächen zeigen nach oben. Unser unterer Rücken bleibt hier tief auf der Matte. Und dann atmest du ein, schiebst die Beine hoch. Fußflächen zeigen zur Decke. Und alles mal in die andere Richtung fließen lassen. Die Blickrichtung verändern. Du kannst auch gerne die Augen hier schließen, um ganz zurück zu deiner Bauchatmung zu kommen, so wie am Anfang in der Kindeshaltung. Mit der Einatmung wird der Bauch ganz groß und dehnt sich aus. Und mit der Ausatmung zieht der Nabel sich zurück Richtung Wirbelsäule. Atmen wir nochmal tief ein und ausatmen, beugt die Beine, bring die Füße zum Boden und so weit entfernt zu den Rändern deiner Matte und die Arme ein bisschen weiter ausbreiten. Atme hier ein, mit der Ausatmung lässt du die Knie nach links fallen und du schaust weg von den Knien.
Und bleibst du noch für tiefe Atemzüge, ein angenehmer Twist, eine angenehme Drehung, Ernährung deiner Wirbelsäule. Einatmen zurück zur Mitte und aus zur anderen Seite. Und dann kommt Einatmen zurück zur Mitte. Und dann kommen wir schon zu unserer letzten Asana, Shavasana, meine Lieblingsposition. Die Endentspannung, in der du völlige Ruhe erfahren darfst, das Geschenk deiner Praxis. Die Füße fallen entspannt zur Seite, die Arme nur so weit entfernt, dass die Achseln gerade Platz haben zum Atmen. Handflächen zeigen nach oben, nimm gerne den Kopf immer für einen kleinen Moment hoch und setz ihn dann ganz behutsam ab auf die Erde. Richte dich ein, bis du völlige Ruhe und Stille sein kannst. Die körperliche Stille nach innen fließt, mentale Stille. Die ganzen kleinen Bauarbeiten um uns und in uns herum pausieren. Und das Geschenk wahrnehmen, was genau jetzt schon ist. Und tiefe Atemzüge. Und mit jedem Ausatmen lässt du noch ein bisschen mehr los und entspannst dich zum Boden hin. Gerne noch hier oder in kleine Bewegungen in die Füße und in die Hände. Lass sie größer werden, alles was dir jetzt gut tut, sich richtig anfühlt und dann komm mit geschlossenen Augen nochmal auf deine Lieblingsseite. Gebettet, Knie zu dir herangezogen und wirklich langsam nochmal in eine sitzende Haltung. Sitzbeinhöcker am Boden spüren, die Hände vom Herzen zusammennehmen, aufrichten. Die gefalteten Hände vor deine Stirn, für Achtsamkeit gegenüber deinen Gedanken, vor deine Lippen, für Achtsamkeit gegenüber deinen Worten und vor dein Herz, für Achtsamkeit gegenüber deinen Gefühlen. Die Stirn auf den Fingerspitzen ab und danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich danke dir, dass du hier mit mir praktiziert hast. Namaste.